Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp und in diesem Take möchte ich euch eine Einführung und einen Überblick über Central Connect geben. Central Connect ist unsere neue Integrations-Middleware, die wir bei Central einsetzen für verschiedene Zwecke rund um das Thema Integration externer Kanäle mit Central. Wo ihr meistens auf Central Connect stoßen werdet, sind unsere Sales Channel Standardintegrationen. Ja, die kennt ihr auch schon aus unseren Legacy-Integrationen und wir nutzen Central Connect, um diese Legacy-Integration Stück für Stück zu refactoren, auf neue Technologie Basis von Central Connect umzustellen und natürlich auch viele neue Integrationen bereitzustellen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eine Legacy-Integration, Shopify, WooCommerce oder Amazon oder irgendwie sowas entsprechend nutzt, dann werdet ihr Stück für Stück in den nächsten Monaten auf die neue Connect-Technologie umgestellt werden. Central Connect bietet aber darüber hinaus viele, viele weitere Möglichkeiten, auch gerade in der Zukunft, wie die Central als Gesamtsystem sehr optimieren werden. Und zwar geht es zum Beispiel darum, dass man diese Standardintegration sehr, sehr flexibel personalisieren kann. Ich kann das bisher in meinen Legacy-Integrationen auch tun, per Smarty beispielsweise. Über Central Connect kann ich auf Basis unserer No-Code-Engine jeden Import-Export-Prozess kundenindividuell gestalten, und zwar ohne, dass dadurch zum Beispiel Update-Kompatibilität verloren geht, ja? Das ist 'n riesen positiver Effekt, weil das die Flexibilität unserer, Integration sehr, sehr stark erhöht und ich aber diese Nachteile, ne, zum Beispiel fehlende Update-Kompatibilität et cetera, auch hoher Programmieraufwand, das habe ich entsprechend nicht mehr. Das heißt, das ist auch was, das merken wir auch jetzt bei unseren Kunden, was sehr, sehr stark angenommen wird. Wir werden darüber hinaus Central Connect aber auch für verschiedene neue Features innerhalb von Central einsetzen. Wir werden beispielsweise eine sogenannte Process Engine zur Verfügung stellen, die es ermöglichen wird, über Connect auch Central interne Businessprozesse zu konfigurieren, zu transformieren, eigene Businessprozesse innerhalb von Central entsprechend umzusetzen. Man wird über die Central Connect die Möglichkeit haben, über sogenannte Custom Workflows auch andere externe Systeme an Central anzubinden, für die wir keine Standardintegration bieten. Wir haben auf Central Connect Technologie einen neuen CSV-Importer entwickelt, der perspektivisch die Import-Export-Zentrale ersetzen wird und viele, viele weitere Dinge, die dort auf Basis dieser neuen Technologie kommen werden. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist erstmal der Umgang mit Standardintegrationen, wo ihr das findet, wie ich entsprechend damit arbeiten kann. Deswegen schauen wir hier mal in die Einstellung, hier oben auf das Zahnrad klicken und dann hier im Bereich Verkaufen, Shops und Marktplätze. Und hier seht ihr dann eine Liste aller verfügbaren Standardintegrationen, die wir derzeit anbieten. Sollte bei euch die Liste etwas kleiner sein, kürzer sein, dann liegt es daran, dass eine Integration nicht für eure Central-Instanz freigeschaltet ist. Sollte euch da etwas fehlen, meldet euch einfach bei unserem Support. Wenn ihr jetzt eine Integration anlegen oder konfigurieren möchtet, dann geht ihr entsprechend hier auf den entsprechenden Eintrag im Menü und dann öffnet die Integration hier im rechten Fenster. Ist diese Integration noch nicht installiert, kommt hier ein Button, wo ihr die Integration mit einem Klick installieren könnt und dann würde bei euch erstmal hier ein leeres Fenster kommen. Ich habe jetzt hier in meinem Testsystem schon sehr, sehr viele Shopify-Shops angebunden. Und was ihr jetzt machen könnt, sind 2 Dinge. Überall da, wo es eine Legacy-Integration schon gibt, könnt ihr auf Integration übernehmen klicken, wenn ihr sozusagen eine bestehende Integration auf Connect übernehmen wollt. Und wenn ihr einen ganz neuen Kanal anbinden wollt, könnt ihr hier eine neue Integration anlegen. Ich übernehme jetzt mal eine bestehende Integration, zeige euch einfach mal, wie das geht. Ich bekomme hier ein Fenster, kann meinen bestehenden Sales Channel auswählen und nehme jetzt hier mal zum Beispiel Shopify Connect Test 3. Das ist also eine Shopify Legacy Integration, die hier im Testsystem angelegt ist. Klicke auf Weiter. Das kann ich jetzt entsprechend erstmal alles so lassen. Fliegt ja so ein bisschen drüber her. Wichtig zu wissen ist, dass, wenn ihr eine Legacy-Integration nutzt, nutzt ihr auch die alte Shopify-App. Die alte Shopify-App ist aber für diese Connect-Integration nicht ausreichend, was die Permissions angeht, die Rechte, die dort vergeben sind. Dementsprechend muss eine neue App verwendet werden. Braucht euch aber gar nicht groß zu kümmern, das geht nämlich vollautomatisch. Das zeige ich euch mal kurz. Ihr klickt hier auf Weiter, lest euch hier die Hinweise durch, sagt Token über Shopify generieren. Werdet dann direkt zu Shopify weitergeleitet, klickt auf den Shop, der angebunden werden soll. Das System leitet euch direkt zurück in den Wizard
und übernimmt jetzt automatisch auch die API-Credentials aus Shopify. Das heißt, in Shopify wurde jetzt eine App angelegt, der API-Token aus dieser App wird jetzt hier automatisch entsprechend übernommen. Und dann könnt ihr hier auf Schließen klicken. Und das ist es schon. Und jetzt seht ihr, dass hier ganz unten als neue Integration meine Shopify Connect Test 3 angelegt wurde. Und diese Konfiguration hat jetzt alle bestehenden Einstellungen bereits aus der Legacy-Integration übernommen, sodass ihr wirklich jetzt mit einmal durchtesten und einmal durchschauen die Integration auf der neuen Basis auch in Betrieb nehmen könntet. Ganz kurz, was ihr hier findet. Ihr habt hier im Zahnrad die Einstellungen. Da sind zum Beispiel Zugangsdaten hinterlegt. Und da kann ich hier auch auswählen, welche Features ich denn eigentlich live schalten möchte. Ich jage die jetzt mal alle an. Klicke dann hier auf Speichern. Und kann dann, wenn es gespeichert ist, einmal zurückspringen in den nächsten Schritt. Und zwar hier in die Artikelzuordnung. Über die Artikelzuordnung wird im Endeffekt ausgewählt, welche Artikel denn eigentlich mit dem Shop synchronisiert werden sollen. Bei Migration füllt er das in dieser Art und Weise aus. Er übernimmt also die bestehende Zuordnung der Artikel zu einem Sales Channel aus Central. Ihr könnt aber auch eine beliebige andere Zuordnung wählen, zum Beispiel über das Projekt oder über eine Kombination von verschiedenen Freifeldern. Eure Artikel identifizieren, die mit dem jeweiligen Shop abgeglichen werden sollen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier in den Bereich Workflows einspringen. Hier werden die einzelnen Workflows konfiguriert, könnt hier oben zwischen den einzelnen Workflows wechseln. Dazu gibt es auf YouTube jeweils ein eigenes Video, das genau erklärt, was hier gemacht werden muss und wie das funktioniert. Ja, schaut euch das also gerne an. Und wenn das entsprechend konfiguriert ist, dann könntet ihr die Schnittstelle in Betrieb nehmen. Und um das zu machen, müsst ihr einfach Folgendes tun. Ihr müsst einmal hier in den Einstellungen den Produktivmodus anschalten. Das ist dieser hier. Dann wechselt entsprechend die Einstellung hier unten auch von Entwicklung auf Produktiv. Einmal neu laden, dann seht ihr das. Ja, dann ist das hier produktiv. Und dann könnt ihr in den Workflows die Einstellungen oder die Workflows, die ihr nutzen wollt, hier über den Integrationsmodus live schalten und dann ist die Schnittstelle also live. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr als letzten Schritt hier im Journal genau nachvollziehen, was passiert denn eigentlich in der Schnittstelle, wann wird also welche Entität, welche Ressource sozusagen abgeglichen. Das zeige ich euch mal hier oben einmal, weil da auch Einträge drin sind. Die andere Integration habe ich ja gerade eben erst angelegt. Da ist also noch nichts gelaufen. Wenn wir aber jetzt hier mal in so ein Journal gucken, dann sieht das so aus. Und ihr seht, dass man hier für jeden Auftrag beispielsweise sehen kann, wurde der erfolgreich importiert oder gab es eine Fehlermeldung, wann ist der gelaufen. Ich kann auch hier in die Historie dieses Auftrags schauen und genau gucken, was hat das System eigentlich damit gemacht. Und dann sehe ich zum Beispiel auch bei diesem Auftrag, der eine Fehlermeldung wirft, der wurde hier relativ häufig probiert. Und ich kann wirklich die gesamte Historie dieses Auftrags nachvollziehen und genau schauen, wann und wie oft wurde zum Beispiel probiert, diesen Auftrag zu importieren und zu schreiben. Gut, das soll es erstmal als ganz kurzer Überblick über Connect entsprechend gewesen sein. Also nochmal kurz zusammengefasst, ihr findet eure Connect Standardintegration in den Einstellungen im Bereich Verkaufen. Wir werden in der Zukunft viele weitere auf Connect basierende Funktionalitäten bereitstellen, nicht nur eben für Standardintegrationen, sondern auch zum Beispiel für Central-to-Central-Prozesse, also Prozesse, mit denen ihr eure Business-Prozesse innerhalb von Central manipulieren könnt. Wir werden einen neuen CSV-Importer bereitstellen und vor allem auch kontinuierlich weiterentwickeln, mit dem ihr aus beliebigen CSV-Dateien Daten importieren könnt. Und es wird viele weitere Features geben. Wir halten euch da entsprechend auf dem Laufenden. Wenn ihr soweit Fragen habt, dann meldet euch einfach gern.